Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das letzte Mal waren wir ja genau hier stehen geblieben. Heute geht es jetzt weiter. Ich werde zum ersten Schritt einmal die Dichtflächen säubern. Das mache ich mit einem Lappen und mit dem Fingernagel. Ich werde da jetzt kein Messer oder kein Schleifpapier verwenden, da kaum Rückstände vorhanden sind. Das heißt, ich werde das ganz schonend entfernen. Das mache ich jetzt. Dafür packe ich euch einmal in den Zeitraffer. So, jetzt habt ihr den Zeitraffer gesehen. Ich habe, wie gesagt, einfach einen Lappen genommen, um das zu reinigen. Es gibt noch einen Nachtrag aus dem letzten Video. Ich habe mit meinem Motorenbauer gesprochen, diese Verfärbung da an den Nocken. Also hier vorne sind ja die beiden Nocken, die man sehen kann. Sowohl diese hier als auch die hier. Und ihr seht ja, da ist so eine dunkle Verfärbung. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera erkennen. Ist schwierig, auch wenn ich es fotografiere, war es immer schwierig. Aber ich denke, man kann es sehen, dass sie oben an der Spitze der Nocke so ein bisschen dunkel verfärbt sind. Für mich, fürs menschliche Auge, sag ich mal, nicht mit der Kamera aufgenommen, sondern eben in der Realität gesehen, sieht es wirklich aus, ja, wie so ein Patch oder wie so ein Fleck, so ein schwarzer Fleck oben. Und mein Motorenbauer meinte, völlig unkritisch, das ist normaler Verschleiß, da ist scheinbar die Härtungsschicht schon ein bisschen abgetragen worden, ist aber völlig unkritisch. Er meinte, er hat da schon viel dramatischere Sachen gesehen. Das Auto hat ja auch noch nicht so viele Kilometer laut Tacho, 110 oder irgendwie so 1000. Also das ist okay, da soll ich mir keine Sorgen machen. Und jetzt zeige ich euch, wie gesagt, auch noch, wie schön sauber ich hier die Dichtflächen bekommen habe. Natürlich auch hier um die Nocke herum habe ich sauber gemacht, so gut es ging. Ihr seht, den einen oder anderen kleinen schwarzen Krümel ist noch, aber den kriege ich mit dem Fingernagel nicht weg und den kriege ich mit dem Tuch nicht weg. Also lassen wir das. Da hinten, die Flächen habe ich sauber gemacht. Und ich denke, ich werde jetzt wahrscheinlich wirklich kein Silikon verwenden, sondern einfach nur die Dichtung, so wie sie ist. Weil das ist mir einfach diese Silikongeschmatzerei immer, da bin ich eh kein Freund von. Wie gesagt, wenn der Hersteller das vorgibt, dass da Silikon hin soll, ich werde nochmal in meinem Wartungsbuch lesen, bevor ich den jetzt ansetze, aber wenn da nichts drin steht von Silikon, dann lasse ich das auch weg. Und wie gesagt, die neuen Ventildeckel haben ja eine Komplettdichtung, die soll eigentlich ihren Job machen. Und das mit dem Silikon, glaube ich, ist gerade dann, wenn man eine Dichtung hat, eher kontraproduktiv, weil dadurch hat man ja unterschiedliche Höhen. Und dann kann es wieder sein, dass über die Zeit irgendwas austritt. Deswegen werde ich, wenn es nicht anders im Buch beschrieben, mich auf jeden Fall einfach nur mit der Dichtung begnügen. Das heißt, ihr seht jetzt gleich, wie ich hier den neuen Ventildeckel aufsetze mit der frischen Dichtung. Das mache ich im Zeitraffer. Und danach widmen wir uns den Zündkerzen. Die Zündkerzenschächte, die sehen jetzt auch gut aus. Ich werde die kurz bevor ich die Zündkerze rausdrehe, werde ich die nochmal sauber machen. Aber so müsste das jetzt eigentlich passen. Das ist, hätte ich gesagt, echt in Ordnung. Die sind schon sehr, sehr sauber. Und wenn so ein Müh Öl reinkommt in den Zylinder, ist es ja auch nicht schlimm. Ja, also es ist nicht geil. Aber wenn jetzt so ein winziger Tropfen irgendwie reinkommen sollte, dann ist es halt so. Geht die Welt auch nicht unter. Gibt andere Motoren, die verbrennen immer ein bisschen Öl mit. Insofern, wenn wir an den Diesel denken, also ja, es ist ja kein Öl, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Auch normale Motoren, wenn sie mal irgendwo Undichtigkeiten haben, können sie ein bisschen Öl verbrennen. Das heißt, ein Tropfen wird den Kohl jetzt nicht fett machen, wie man so schön sagt. So, bevor ich den jetzt ansetze, doch noch mal kurz ein, zwei Worte. Ich habe jetzt die neue Dichtung hier aufgesetzt. Wie gesagt, wichtig, das sind ja jetzt Alu-Ventildeckel aus dem Astra, glaube ich. Und die haben natürlich auch eine andere Dichtung. Bedeutet, hier, wo bei den Plastikdeckeln dieses gesamte Stück, dieser gesamte obere Kopf, können wir hier einmal sehen, das ist die Dichtung von so einem Originaldeckel. Da seht ihr, so ein riesiges Plastikstückchen oder Gummistückchen mit dran. Diese sehr fragile
Konstruktion. Hat man jetzt bei den Alu-Ventildeckeln nicht mehr. Da ist es einfach nur noch eine kleine Dichtphase, die über diesen Alusteg geht. Ich habe die jetzt hier überall schön reingedrückt. Die ist ein bisschen wellig, ja, also ich denke, man kann das erkennen, dass die an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wellig ist. Das kriege ich jetzt aber nicht anders gelöst, aber die sitzt bombenfest, ja. Also da mache ich jetzt überhaupt gar kein Silikon hin. Wie gesagt, ich war mir unsicher, ich schaue jetzt auch nicht in den Wartungsguide. Für mich macht das keinen Sinn, hier jetzt Silikon aufzubringen. Die Dichtung sitzt so gut, ja, und ihr seht ja auch, wie viel Höhe die hat, ja, also im Vergleich, ich zeige euch gleich nochmal den alten Ventildeckel, da war die Dichtung richtig platt gedrückt und ihr seht ja auch, das hatte ich beim Audi und beim Audi war es, glaube ich, verklebt, beim Opel hatte ich ja auch die Dichtung an der Motorölwanne getauscht und da habe ich euch auch schon gesagt, diese Dichtung, die hat hier so mehrere Rillen, das sind wie so Lamellen und die sollen auch dafür sorgen, so eine Art, ja, Ölstopp oder so. Ne? Das heißt, es gibt mehrere Barrieren, wo das Öl vorbei müsste, um nach außen zu dringen. Also das ist von der Konstruktion her, hätte ich gesagt, so gut und so gut durchdacht. Da mache ich kein Silikon hin. Das heißt, ja, einfach nur so, wie es jetzt ist, baue ich es gleich ein. Jetzt zeige ich euch nochmal im Unterschied oder im Vergleich, ne, wenn ihr hier guckt, wie hoch diese Dichtung ist und wie platt gedrückt die beim alten oder originalen Ventildeckel ist. Wartet mal. So, das ist jetzt der Originalventildeckel und wie ihr schon sehen könnt, schaut mal, wie platt gedrückt hier die Dichtung ist. Die steht praktisch gar nicht mehr über, sondern die ist fast schon plan mit dem Plastik. Hier sieht man das jetzt auch schön, wie plan und platt gedrückt die ist. Also da war einfach finito in Sachen Dichtfläche und Dichtfähigkeit und deswegen hat das gar nichts mit dem Silikon zu tun, also ob man da jetzt welches drauf macht oder nicht. Es gibt einfach Dinge, die muss man ab und an wechseln und da gehört eben auch so eine Dichtung vom Ventildeckel dazu und wenn man die nicht wechselt, kann man das auch nicht, oder man kann den Intervall jetzt auch nicht herauszögern, indem man da nochmal 1 Kilo ja, von irgendwelcher Dichtmasse verwendet, das hilft nichts. Deswegen jetzt ab in den Zeitraffer, ich setze den Ventildeckel an und wir schrauben den entsprechend fest. So, jetzt habt ihr den Zeitraffer gesehen, wie ich den neuen Ventildeckel mit der neuen Dichtung angesetzt habe. Wie ihr sehen könnt, das sitzt jetzt hier schön auf dem Zylinderkopf auf. Ihr habt auch gesehen, ich habe das jetzt schon mit Drehmoment festgezogen, habe auch schon hier das Ganze markiert, dass ich die Schrauben mit Drehmoment festgezogen habe. Ihr habt auch gesehen, ich bin jetzt von innen nach außen vorgegangen. Warum habe ich das gemacht? Mir erscheint das von innen nach außen am logischsten, weil wir ein relativ langes Bauteil haben mit dem Ventildeckel. Und wenn ich jetzt von außen anfange, ist es in meinem Kopf irgendwie so, dass ich, wenn das Bauteil sozusagen stauche. Und deswegen gehe ich dann bei solchen Bauteilen, es kommt natürlich immer auf die Form drauf an, aber jetzt bei so einem rechteckigen, länglichen Bauteil erscheint es mir plausibler, dass ich erstmal in der Mitte das festziehe und dann auch außen arbeite, weil ich mir halt denke, nach außen
kann man die Verspannung ja in Anführungszeichen wegdrücken. Ob das jetzt so ist oder nicht, ob ich da wieder mal zu verkopft bin und einfach mir zu viele Gedanken mache, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das halt meine Herangehensweise und ja, deswegen habe ich das eben so gemacht. 8 Newtonmeter bekommen die Schrauben und das Ganze da, um die Schrauben zu befestigen und zu lösen, braucht ihr ein E10. So, und jetzt hätte ich gesagt, widmen wir uns den Zündkerzen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Zündkerzen getauscht habe. Das hat sehr gut funktioniert, bis auf die Zündkerze ganz hinten. Die hat sich echt scheiße angefühlt. Also da sieht es auch so aus, als ob so ein bisschen Korrosion im Gewinde ist. Ich habe jetzt die Zündkerze hinten ganz leicht mit ein bisschen frischem Öl am Gewinde benetzt und das dann so reingedreht. Ich habe auch festgestellt, als mein Drehmomentschlüssel angeschlagen hat bei 25 Newtonmeter, also die Zündkerzen bekommen 25 Newtonmeter, und als mein Drehmomentschlüssel angeschlagen hat bei der hinteren Kerze, war die noch bei weitem nicht so weit eingeschraubt wie die anderen. Das habe ich dann einfach mit einem Maßband kontrolliert. Das ist jetzt natürlich nicht super genau, aber es gibt einem natürlich einen Hinweis darauf, ja, ob die Zündkerze komplett drin ist, weil hier vorne ging das einwandfrei. Und ihr seht, ich hoffe, ihr seht es, es ist so circa 6 cm oder ist genau bei der 6 cm Markierung. Und hier bei dem anderen, bei der anderen Zündkerze eben auch. Und da ganz hinten bin ich jetzt auch bei 6 cm. Wie gesagt, das ist jetzt nicht super genau, aber mir ging es einfach darum, dass ich zumindest das ja so grob gleich habe, weil da hinten das Gewinde, das gefällt mir nicht. Ich hatte auch echt Angst, dass mir da die Zündkerze abreißt. Gerade beim Rausschrauben, das war so ein ekliges Gefühl. Wirklich nicht schön, ja. Aber die sind jetzt alle getauscht, das passt. Bedeutet, ich baue dann in Ruhe wieder die Zündkabel an. Das ist ja einfach nur draufstecken. Wie gesagt, kürzestes nach längstes. Und dann wären wir auf der Seite theoretisch fertig. Und wir würden uns dann im nächsten Video an die andere Seite machen, um die Zündkerzen da auszubauen und zu tauschen und eben auch den Ventildeckel und die Ventildeckeldichtung. Und mal schauen, wie weit ich dann im anderen Video komme in Sachen Zusammenbauen. Das heißt aber, im nächsten Video geht es dann weiter auf der Fahrerseite mit Ventildeckel, Ventildeckeldichtung. Hier noch diese Kabelleiste abbauen und eben auch Zündkerzen tauschen. Jetzt zeige ich euch aber an der Werkbank nochmal die alten Zündkerzen, wie die aussehen im Vergleich zu den neuen. So, das sind jetzt hier die 3 alten Zündkerzen, das sind die Packungen von den neuen. Wie sehen die jetzt aus? Ich hoffe, die Kamera bekommt das hin. Also sind relativ dunkel, wahrscheinlich weil halt auch, ihr seht das ja, Öl vorbeigelaufen ist und ein bisschen in den Zylinder rein. Das ist jetzt dann hoffentlich mit der neuen Dichtung nicht mehr der Fall. Ja, ansonsten die Dioden, das werden wir uns auch gleich mal im Vergleich angucken, dass die ja so ein bisschen verschlissen sind, aber das ist ja normal. Wer weiß, wie lange die drin sind. Ich glaube, ein Produktionsdatum oder so kann man da nicht ablesen. Es sind auf jeden Fall Bosch-Zündkerzen, das finde ich schon mal ganz gut. Frage ist halt, wie gesagt, wie lange sie drin sind. Jetzt hole ich mir mal kurz ein Tuch, damit ich die neue Kerze nicht einsaue. Und dann schauen wir uns mal so eine neue Kerze im Vergleich an. Das ist jetzt so eine neue Kerze, wie gesagt im Vergleich. Und ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass hier oben die Dioden eben weiter an der eigentlichen Zündquelle sind
oder halt diese Füße, ne, die Füße sind deutlich näher an der Zündquelle, als das bei den alten ist. Das ist jetzt eine von General Motors, ist also auch sozusagen Erstausrüsterqualität. Die habe ich halt in den USA bestellt, deswegen ist das GM. Und gucken wir uns hier nochmal die an. Wie gesagt, ist halt der Abstand hier oben von diesen Füßen zur Diode ist da halt schon entsprechend größer als jetzt bei der neuen. Aber das ist halt, wie gesagt, normaler Verschleiß. Ansonsten denke ich, geben die sich hoffentlich nichts. Von der Länge sind sie identisch. Ja, also der Aufbau, das passt. Das hatte ich natürlich vorher verglichen. Gleiche Länge, gleiches Gewinde, gleicher Weg, wie sie in den Brennraum ragt. Also das passt alles. Und wie gesagt, die anderen 3 machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass auf der anderen Seite nicht wie jetzt hier bei der Beifahrerseite eine Zündkerze dabei ist, die sich so echt eklig anfühlt. Also es war die hier, die echt schwer rausging. Und ich denke, man kann das erkennen, dass das Gewinde da auch schon so ein bisschen eben angegriffen ist. Also so leicht verrostet. Und das hat es mir eben so schwer gemacht, die rauszudrehen. Da war scheinbar der Sitz so gut, dass eben kaum Öl vorbeigelaufen ist. Deswegen ist die auch nicht ganz so dunkel wie die anderen. Aber hat dann dafür gesorgt, dass sich da irgendwie so ein bisschen Rost gebildet hat. Und wie gesagt, mit Schrauben und Gewinden, da habe ich einfach schon alles Mögliche erlebt. Bin zwar der hämpfliche ITler, aber irgendwie habe ich ein Talent dafür, auch die dicksten und größten Schrauben abzureißen und abzubrechen. Deswegen, also ich hoffe, die andere Seite hat nicht so eine Horrorzündkerze und die lassen sich gut lösen auf der anderen Seite. Insofern war es das fürs heutige Video. Jetzt sind wir mit einer Seite durch. Ich zeige euch nochmal, wie die eine Seite aussieht und dann machen wir für heute einen Deckel drauf. So, wie gesagt, für heute sind wir jetzt durch. Ich werde jetzt nochmal die Zündkerzenstecker ein bisschen säubern mit Bremsenreiniger, nochmal freipusten. Dann werde ich die hier auf der Beifahrerseite auch entsprechend schon verbauen, dass wir auf der Seite in Sachen Ventildeckel und Zündkerzen und Zündkabel erstmal durch sind. Und im nächsten Video, wie gesagt, widmen wir uns der Fahrerseite. Ich hoffe, wie immer, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bis bald. Ciao.